Heute würde ich gerne über ein ganz aktuelles Thema sprechen, nämlich Smart Data Ecosystems. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, die eine oder andere jetzt denkt, was ist denn daran so neu? Data Ecosystems, das kennen wir ja nun doch schon ein bisschen länger. Und gerade auch unser Institut, das Fraunhofer ISST, beschäftigt sich ja schon einige Zeit damit. Aber ich möchte vielleicht diese Gelegenheit nutzen, so ein bisschen zu erläutern, warum aus unserer Sicht Smart Data Ecosystems eben der logische nächste Schritt auf Basis von normalen Datenökosystemen ist. Wir haben uns da nämlich sehr viel Zeit genommen, uns zu überlegen, wo wohl die Reise hingeht mit den Datenökosystemen und sind eben halt dazu gekommen, dass Smart Data Ecosystems auch für uns für die nächsten 5 Jahre das zentrale Forschungsthema sein wird. Und deshalb dachte ich, ist es vielleicht auch wert, im Rahmen dieses Videos ein Stück weit erläutert zu werden. Es ist ja so, dass Smart Data Ecosystems sich im Wesentlichen aus 3 Konzepten zusammensetzt. Und die würde ich vielleicht ganz gerne eins nach dem anderen ein Stück weit erläutern und dann eben auch beschreiben, wie der Zusammenhang dieser Konzepte ist und warum sie eben halt auch sachlogisch aufeinander aufbauen. Und dazu ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zunächst anfangen mit dem Begriff des Ökosystems. Wir haben da schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass man sich immer fragt, warum sagt man nicht Unternehmensnetzwerk oder Allianz oder Wertschöpfungssystem? Nun, Ökosysteme sind eben deswegen ein Stück weit anders als die genannten Konzepte, weil wir eine höhere Dynamik haben. Also wir haben ganz viele Akteure, die sich gar nicht so großartig lange kennen. Wir haben auch meistens weniger starre vertragliche Beziehungen für die Interaktion der Akteure. Und wir haben auch eine größere Ausrichtung um eine gemeinsame Kundeninnovation. Und insofern sind Ökosysteme rein organisatorisch schon mal ein Konzept, was viel Potenzial hat für die Art und Weise, wie wir verteilte Wertschöpfung in Zukunft organisieren. Und auch das ist ja nichts Neues, denn in ganz vielen Branchen, ob das die Luftfahrtbranche ist, die Automobilindustrie und, ist es ja so, dass eigentlich die einzelnen Akteure in einem Wertschöpfungssystem eben nur einen Bruchteil der gesamten Wertschöpfung halt ausüben. Und wir eben halt, um neue Potenziale, wie zum Beispiel der Kreislaufwirtschaft, nutzbar machen zu wollen, uns noch intensiver gemeinsam austauschen müssen, weil wir beispielsweise bei der Kreislaufwirtschaft natürlich wissen müssen, wie bestimmte Produkte, Flugzeuge, Autos in der Nutzungsphase belastet werden, wie bestimmte Komponenten belastet werden und ob sie dann eben halt noch einer sekundären Nutzung zur Verfügung stellen. Also es ist klar, dass man das nicht alleine machen kann, sondern man braucht eben halt, bei dem Beispiel den Hersteller von Flugzeugen, den Hersteller der Komponenten, die eben halt in einem Flugzeug verbaut sind und natürlich auch die Unternehmen, die diese Flugzeuge nutzen, also die Luftfahrtgesellschaften. Also man muss sich hier in so einem Ökosystem zusammentun, um eben halt die gemeinsamen Potenziale zu nutzen. So. Wir haben auch schon gesehen, das haben wir schon seit einiger Zeit erforscht, welche Daten dort ausgetauscht werden müssen, damit man diese Potenziale überhaupt nutzen kann. Es haben sich in den letzten Jahren ganz viele Konzepte entwickelt über die Infrastruktur für solches faires und vertrauenswürdiges Datenteilen, Datenräume. Wir haben auch sehr viel Forschung und letzten Endes auch technische Entwicklungsarbeit geleistet. Und es gibt auch kommerzielle Produkte, um solche gemeinsamen Datensätze, also digitale Zwillinge, die gemeinsam befüttert werden von verschiedenen Akteuren im Ökosystem und dann eben auch gemeinsam genutzt werden können von verschiedenen Akteuren im Ökosystem, nach bestimmten Regeln natürlich und Restriktionen, dass wir diese digitalen Zwillinge erzeugen können. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt. Also wir haben jetzt eine gemeinsame Datenbasis, sozusagen verteilte digitale Zwillinge, um bei dem Beispiel zu bleiben, von einem Flugzeug, und zwar nicht nur in der Designphase, in der Produktionsphase, sondern eben auch in der Nutzungsphase. Das ist ganz wichtig. Dann ist halt die Frage, jetzt haben wir all diese tollen Daten und wir wissen eigentlich auch, welche Potenziale wir damit heben wollen. Aber das wissen wir auch, wir, die uns ja schon lange mit Datenmanagement und Datenqualitätsforschung beschäftigen. Wenn wir die Daten nur haben,
aber sie nicht nutzen, dann können sie eben ihren Wert auch nicht erzeugen. So, jetzt haben wir durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz einen riesigen Innovationsschub und auch Innovationspotenziale, die wir gemeinsam nutzen können. Und wir können nämlich dann auf Basis dieser Daten, die ja in verteilten digitalen Zwillingen vorliegen, jetzt den nächsten Evolutionsschritt machen. Und wir können uns vorstellen, dass diese Daten einerseits durch KI-Agenten genutzt werden und dass die KI-Agenten in der Nutzung dieser digitalen Zwillinge wiederum weitere Daten erzeugen. Und das ist etwas, was dann die Entwicklung einleitet in etwas, was wir Smart Data Ecosystems nennen, weil eben halt tatsächlich eine gewisse autonome Selbststeuerung von Wertschöpfungssystemen auf Basis von KI-Agenten möglich wird. Ich will das nicht in allzu epischer Breite erläutern, aber vielleicht ein paar Beispiele. Solche KI-Agenten kennen wir natürlich schon. Ich würde vermuten, dass wir alle schon mit solchen Agenten zu tun haben. Wenn wir beispielsweise versuchen, bei unserer Versicherungsgesellschaft oder dem Stromversorger irgendwie in Interaktion zu treten, dann agieren wir auch schon normalerweise mit Chatbots. Und man kann sich vorstellen, dass das sehr rudimentäre KI-Agenten sind, die aber eben halt schon eine Aufgabe, einen Geschäftsvorfall autonom, selbstständig erledigen. Und dieses Prinzip können wir natürlich halt weiterführen in komplexere Anwendungsfelder. Also wir können uns vorstellen, dass beispielsweise eine Maschine selber prädiktive Wartungsmechanismen ausübt, beziehungsweise der KI-Agent, der auf dem digitalen Zwilling dieser Maschine operiert, nicht? So dass ich keinen Wartungstechniker mehr darum kümmern muss oder der kriegt dann irgendwie eine Notification und muss dann irgendwie selber gucken, wo er gerade steht, sondern es wird letzten Endes von einem KI-Agenten selbstständig übernommen. Oder ich kann mir vorstellen, dass es einen KI-Agenten gibt, der auf Basis eines digitalen Zwillings, eines zu produzierenden Fahrzeugs, die Produktion selber steuert. Also beispielsweise völlig flexible und autonome Fertigungsszenarien umsetzt. Und insofern ist ausgelöst durch den Bedarf, sich ein Ökosystem zu organisieren. Und auf Basis der Erkenntnis, dass dafür das Teilen, das gemeinsame Nutzen unter Wahrung von Vertrauen und Datensouveränität eine wesentliche Schlüsselvoraussetzung ist, der logische nächste Schritt, die Potenziale von künstlicher Intelligenz zu nutzen, um am Ende smarte Data Ecosystems halt zu generieren. Und wir können uns vorstellen, dass wir hier ganz viele auch fundamentale KI-Anwendungen natürlich halt nutzbar machen können. Wir können sagen, ein Agent könnte vorher bestimmte Verhaltensweise simulieren auf Basis des digitalen Zwillings. Wir können uns vorstellen, dass ein auf einem digitalen Zwilling basierender KI-Agent auch Large Industry Models halt nutzt, um bestimmte Muster in Verhalten zu erkennen und dann eben wiederum auch letzten Endes bewerten zu können. Also hier ist ein ganz großes Feld, wo wir, ich möchte mal sagen, bestimmte technologische Entwicklungen und Innovationen der letzten Jahre konvergieren sehen. Und wie gesagt, unser Begriff dafür ist Smart Data Ecosystems, weil er auf der einen Seite das nutzbar macht, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und eben halt das verschränkt mit den Potenzialen, die die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sich bieten.